KI zeigt dir nicht, wie gut du bist, sondern wie leer. Und genau das wird für viele Unternehmen zur Falle. Denn wer einfach Content mit KI skaliert, ohne Ziel, ohne Strategie und ohne Tiefe, bekommt generischen Output ohne Wirkung. In dieser Folge lernst du, wie KI im Content Marketing tatsächlich performt und wie du das Ganze für dein Team, deine Workflows und deine Marke nutzt. Viel Spaß! Das große Missverständnis. KI ist gleich automatisierter Content, automatisiertes Marketing. Die Realität sieht anders aus. In einer KI-Welt werden Tiefe, Meinungen, Strategie, originale Daten belohnt. Um das mal zu untermauern mit konkreten Beispielen, es erscheinen ja aktuell die ersten groß angelegten Studien zu KI-Chatbots. Darüber werden wir uns in den nächsten Wochen sehr, sehr genau unterhalten. Und die zeigen beispielsweise, dass Content, der wirklich zitiert wird, das ist tiefschürfender Content. Also Content-Tiefe ist ein essentieller Faktor, wenn man erfolgreich sein will bei KI-Suchmaschinen und KI-Chatbots. Wir kennen ja alle das Paper zu Generative Engine Optimization. Was sehen wir hier? Originale Daten, das ist, was gerne zitiert wird. Und dementsprechend sollten wir, wenn wir KI im Content-Marketing einsetzen, verstehen, dass es nur unter Anführungszeichen nur ein Verstärker ist. Nicht nur ein Verstärker in, ich kann mehr vom Gleichen machen, ich habe jetzt vollkommen neue Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist es nur ein Verstärker. Ohne Differenzierung bringt dir die KI nichts. Und dazu möchte ich heute 5 Goldnuggets raushauen, plus am Ende einen kleinen Bonus-Insight, den ich für ultra wichtig in der aktuellen Situation halte. Nummer 1, Skalierung ohne Strategie ist mit den neuen Möglichkeiten Marken Selbstmord. Hören wir jetzt überall, jetzt können wir Massen an Content raushauen. Problem ist nur, wenn du vorher schon nicht gut warst in Content Marketing, dann führt dich das nur schneller in die groß skalierte Austauschbarkeit. Was brauchst du zuerst? Und es fehlt ganz vielen Unternehmen. Also wir haben sehr oft Gespräche, wo diese Komponenten fehlen. Ich brauche Marketingziele, abgeleitet aus den aktuellen Unternehmenszielen. Ich brauche ein Verständnis für meine Zielgruppe, die Nachfrage und die Intention, was Leute brauchen. Ich brauche eine Strategie, die dann gezielt auf die größten Hebel einzahlt. Ich brauche eine klare Markenstimme. Wieso diese Komponenten wichtig sind, sprechen wir im Folgenden. Ich brauche einen Themenplan mit Fokus auf meine Marketingziele. Ich brauche dann für danach einen Prozess, wie ich, wenn ich Inhalte skaliere, diese Inhalte auch aktuell halte, weil das vergessen die Leute gerne. Was wird passieren oder was passiert aktuell durch KI? Du hast Marketingabteilungen, die nie erfolgreich Content-Marketing gemacht haben und jetzt können sie das 100-fache raushauen. 100-fache ist übertrieben, aber wir nehmen jetzt mal das 100-fache. Das heißt, etwas, was nicht funktioniert, haben sie aufs 100-fache skaliert. Und sagen wir mal, es funktioniert halbwegs, dann bekomme ich das Problem, damit ich jetzt weiterhin gut performe und auch einen positiven Touchpoint generieren, müssen diese Inhalte aktuell bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du diese eigentlich grundlegenden Themen gehandelt hast und erst dann skalierst und nicht vorher. Nummer 2. Ohne Einzigartigkeit bist du irrelevant. Du brauchst Prozesswissen, Originalstudien, Meinungen, also wirklich so Meinungsführermeinungen. Das ist die neue Währung. Du musst dir immer die Frage stellen, wenn du Content produzierst, was weißt du zu diesem Thema, was andere nicht wissen, beziehungsweise was sonst nicht einfach verfügbar ist. Zum einen, weil das ist, was zitiert wird, zum anderen, weil alles andere uninteressant ist. Ich sehe es so, wenn man Content mit KI macht und KI ist ein super Supporter für Content-Erstellung, beschleunigt das Ganze extrem, vor allem Leute, die nicht schreiben können, haben jetzt die Möglichkeit, was Cooles, ihre Gedanken auf Papier zu bringen. Aber
Es ist nur ein Synthetisieren deiner Gedanken. Darfst du auch grundlegende Informationen sonst nehmen? Natürlich. Aber sehe KI als Synthetisierer deiner Gedanken. Du kannst ihm Chaos-Input geben. Hauptsache, es ist reichhaltig. Und was ich damit meine, sind, nimmst irgendwelche Voice-Memos auf, lass die transkribieren von der KI oder du hast Transkripte von Videos oder Podcasts oder du hast irgendwelche Notizen, du hast irgendwelche Informationen, spannende Informationen als Transkript aus irgendwelche Sales-Calls. Logischerweise Datenschutz beachten ist voll wichtig, etc., etc. Du hast interne Dokumente, all das. Dieser Chaos-Input kann verwendet werden, um wirklich etwas Einzigartiges zu produzieren. Und das Coole ist vor allem, du hast oft all diese Chaos-Dokumente, die KI kann dir helfen, das dann in eine Struktur zu gießen, die dann für andere einen wirklichen Mehrwert hat und auch tatsächlich konsumierbar ist. Was dabei einfach wichtig ist, nicht die KI schreibt den Text, sondern die KI hilft dir, deine Gedanken zu irgendwas Coolen zu synthetisieren und was die KI dafür braucht, ist etwas Nahrhaftes. Und deswegen transkribiert alles, was ihr macht, da ist Gold drin. Was einer der Grundfundamente ist, wenn du Content Marketing mit KI-Unterstützung macht, nämlich Nummer 3. Ich nenne sie die 3 Säulen. Und die 3 Säulen sind das folgende. Nummer 1, Struktur. Das heißt, du musst der KI sagen, wie sieht diese Seite, dieser Beitrag, dieses Format idealerweise aus. Du gibst ihm Beispiele, wie soll es alles aussehen, wie soll es aufbereitet sein, was muss er berücksichtigen hinsichtlich, hier hat er nur so viel Platz, etc. etc. Schritt 1, Säule Nummer 1. Dann Nummer 2, die Stimme. Wie soll das Ganze, was rauskommt, klingen? Welche Tonalität hat unsere Marke? Und Nummer 3, über was wir schon gesprochen haben, Wissen. Wissen, was nur du weißt. Internes Know-how, irgendwelches cooles Prozesswissen, irgendwelche Insights, irgendwelche Daten. Etwas, was kein generischer KI-Output sein kann. Wenn du diese 3 Säulen nicht beachtest, dann bleibt es immer generisch und kann mit minimalen Aufwand übertroffen werden. Ich weiß, in gewissen Bereichen sind gerade Glossare ein Hype. Das Problem ist nur, wenn du keinen guten Prozess hast und diese 3 Säulen nicht beachtest, dann kommt da was raus, was der nächste dahergelaufene einfach umkegeln kann und dann ist das Ganze wieder weg. Und das ist ja nicht, wie man arbeiten sollte. Man will ja was wieder einen Wettbewerbsvorteil schafft, beziehungsweise es einfach schwierig macht, überholt zu werden. Nummer 4. Content Repurposing mit KI ist tatsächlich das, was sich alle gewünscht haben. Mehr Output mit tatsächlich weniger Aufwand. Und hier kannst du auch wirklich nach Herzenslust skalieren. Es ist unvorstellbar, was du machen kannst mit irgendwelchen YouTube-Transkripten, wo du dann sagst, okay, du hast ein Video gemacht, dann machst du daraus Shortclips, kann dir die KI helfen, dann machst du daraus einen Blogartikel oder mehrere Blogartikel, dann machst du daraus LinkedIn-Posts und dann machst du daraus Slides. KI hilft dir nicht nur, sondern übernimmt für dich das Zerlegen und Umdenken für unterschiedliche Plattformen. Und idealerweise packst du das natürlich in einen automatisierten Workflow mit sowas wie N8N, weil du dann mehr Rahmenbedingungen geben kannst oder notfalls, wenn du dich da noch nicht dran traust, dann arbeitest du mit Custom GPTs. Wichtig dabei, wenn man das so macht und du hast eben dieses Video und den Blogbeitrag und diese Post und so weiter, dass du dann wirklich alles aus einem Guss miteinander synchronisiert machst. Das heißt nicht, Einzelstücke postest du dann random, sondern dass du wirklich Bursts machst. So vorbereitende Posts auf Social Media, dann kommt das Video raus, parallel mit einem Ratgeber, dann gibt es noch Shorts dazu. Einfach je nachdem, was du machen willst, dass du da einen Prozess draus baust. Aber hier kannst du tatsächlich produzieren und viel mehr pro gutes Content-Piece produzieren. Und Nummer 5 ist, glaube ich, ganz wichtig generell für Marketingabteilungen. Wir hatten jetzt lange Jahre oder viele Jahre ohne große Veränderung und Punkt 5 ist deshalb, Agilität schlägt Planwirtschaft. Die Zeiten von Marketing mit einem 3-Jahresplan sind aus meiner persönlichen Sicht tot. Vor allem im Marketingumfeld haben wir die ganze Zeit technologische Schocks,
neue Tools, die rauskommen, neue Formate für neue Channels, die relevant werden. Hier ist es einfach wichtig, dass man sich agil aufstellt, Sachen schnell testet, schnell adaptiert, und das sind auch die aus meiner persönlichen Sicht, die jetzt gewinnen werden. Weil was heute gut funktioniert, kann voll schnell sein, dass die anderen aufholen und dann verliert man wieder diesen Vorteil. Was heute funktioniert, kann auch voll schnell wieder überholt sein. Was ist jetzt gerade hot? Und das ist der nächste Punkt. Thought Leadership, das nächste Level. Was ich jetzt sage, wird nicht jedem schmecken, aber ich sage es trotzdem. Früher durchlief Thought Leadership Content oder Thought Leadership Ideen durchliefen oft viele Ebenen. Das heißt, irgendjemand weiter oben in der Führungsebene hatte irgendwelche coolen Ideen oder irgendwelche Meinungsführerschaft und dann wurde das durchgereicht, irgendwann bis ins Marketing und dann wurde daraus was gemacht. Dabei wurden natürlich die Gedanken verbessert, entschärft oder sogar verändert. Jetzt ist es möglich, dass Thought Leadership Content entweder direkt vom Meinungsführer auf großer Skala gemacht wird oder zumindest mit minimalen Interventionen. Weil jetzt ist es so easy, blitzschnell was perfekt, seine Gedanken zu transkribieren. Man schickt das weiter, sagt, hey, fasse mir das in meiner Stimme zusammen und los geht's und raus geht's. Und deswegen hoffe ich, dass wir sehr viel mehr richtig guten Thought Leadership Content haben, der nicht entschärft wurde, der nicht verwässert wurde und einfach eine sehr viel höhere Qualität aufweist. Wer heute noch weiterhin Content produziert, ohne Ziel, ohne Strategie, ohne Meinungsführerschaft, ohne Tiefe, hat noch nicht verstanden, wie groß dieser Durchbruch dieser Technologie ist und wie auch KI-Chatbots und KI-Suchmaschinen ticken werden. Um nur diesen Aspekt nochmal aufzugreifen. Tiefe. Wir haben jetzt den riesigen Schritt von alles ist irgendwie auf Seitenebene zu konkreten Antworten. Das heißt, je tiefschürfender mein Content ist, desto mehr und feinere Antworten können basierend auf meinem Content geliefert werden, desto mehr werde ich zitiert werden. Ich weiß, ich poche immer wieder darüber, aber Content ist nur ein Touchpoint. Und an diesem Kontaktpunkt muss sich deine bzw. eure Marke differenzieren. Darum geht es. Es ist voll lustig, wie lange dieser ganze Skyscraper-Bullshit funktioniert hat, wo nie jemand irgendwas Neues mit reingebracht hat und nur, wir machen es noch ein bisschen länger und wir machen noch eine Grafik dazu. Es war ja nicht gut. Wie siehst du meinen Gedanken zu Thought Leadership mit diesen neuen Möglichkeiten? Glaubst du auch, dass wir bessere, unverdünntere Inhalte bekommen? Schreibe mir gerne einen Kommentar, gerne auch einen kritischen. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.